Hi, ich bin Ron und studiere im 6. Semester Musikdesign. Vor dem Studium habe ich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann abgeschlossen und dann eine Weile im Supply Chain Management eines Automobilherstellers in Österreich, wo ich herkomme, gearbeitet. Irgendwann las ich in einer Musikzeitschrift vom Studiengang Musikdesign und nachdem ich in meiner Freizeit viel und gerne Musik produzierte, beschloss ich, mich spaßhalber zu bewerben. Nun ja, aus Spaß wurde ernst. Ich wurde tatsächlich an der Hochschule aufgenommen und beschloss, das geregelte, gut bezahlte Leben eines Logistikers gegen das Studentenleben zu tauschen. Nicht einfach, aber spannend. Also hier in der Werkstatt baue ich mein Spielzeug zusammen und teste es. Normalerweise kann man die Spielzeuge eben über den internen Lautsprecher testen, aber den habe ich ausgebaut und stattdessen eine Klinke eingebaut. Von dem her habe ich auch immer Neanderthal Soundbox dabei. Die Anleitung findet man auf der Homepage von Derek Holzer. Und wenn ich die also jetzt hier so anmache, kann ich hören, ob die Hacks, die ich appliziert habe, auch funktionieren. Dann gucken wir am besten mal rein in das Ding. Also Circuit Bending ist immer so ein bisschen experimentieren. Wenn man genug Platz hat, kann man mit den Fingern auf der Platte rumgreifen, auf den entsprechenden Kontaktstellen oder als Alternative einen Draht dran halten und sehen, was passiert. Zusätzlich gibt es hier einen sehr launischen Notausknopf. Und im Normalfall ist es eben so, es gibt da verschiedene Widerstände. Einer davon ist immer zuständig für die richtige Abspielgeschwindigkeit. Und wenn man den ausbaut und stattdessen Drehpotentiometer einbaut, kann man damit die Geschwindigkeit variieren. Ja, das ist jetzt mein ständig variierendes Live-Setup, bestehend aus dem Spielzeug, das wir gerade schon kennengelernt haben. Oder auch die Fernsteuerung. Außerdem einem Drumcomputer, einem Induktionsmikrofon. Was das macht, ist elektronische Grundspannung in Signal umwandeln. Und einem Piezo-Tonabnehmer. Da ist so eine tolle Spirale dran, die macht hauptsächlich Soundeffekte. Das alles läuft zusammen in einem Mixer, der wiederum ein sogenanntes No-Input-System gesteckt hat. Das heißt, die Ausgänge vom Mixer sind mit dessen Eingängen verbunden. Dadurch entsteht eine Rückkopplungsschleife, das heißt, die Signale im Mixer werden verstärkt und als seltsame Geräusche hörbar. Das Spannende ist, wenn man jetzt gewisse Einstellungen vornimmt, entsteht ein Signalfluss, der sich selbst stört. Also der instabil wird und sich ständig weiterentwickelt. Die Signale werden im Chaos Pad, also einem Effektgerät, effektiert und zeitweise auch geloopt. Dadurch entsteht meine Musik. Dann zu guter Letzt noch das Rückkopplungssystem. Ich hoffe, dass ich jetzt gute Einstellungen zustande bekomme. Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel.
Was mich antreibt, ist die Suche nach neuen Klängen und alternativen Methoden der Klanggewinnung. Von Klangprogrammierung über No-Input- und Rückkopplungssysteme bis hin zum Selbstbau von Tonabnehmern und Circuit-Bending. Das musikalische Resultat bewegt sich dann meist zwischen Glitch, Kicks and Cuts, Noise und Breakcore. Mit meiner Experimentierfreude und meinem Drang zu immer neuen Erkenntnissen bin ich beim Studiengang Musikdesign natürlich bestens aufgehoben.